Ein guter November mit Happy End, kommt die Industrie wieder in Schwung und Öl und Gas im Fokus. Das sind unsere Themen. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate von Raiffeisen Capital Management. Ich freue mich, nach 4 Wochen Pause wieder bei euch zu sein. Das bestimmende Thema, die US-Wahlen, sind abgehakt. Wo stehen wir jetzt? Aktien sind nach anfänglicher Volatilität und Sektorrotation in ein ruhiges Fahrwasser gelangt. Technologiewerte haben eine sanfte Anpassung erfahren und etwas von den teilweise zu hohen Bewertungen abgebaut. Sogar der deutsche DAX zog auf nie gesehene Höchststände, trotz Krise im Automobilsektor. Die 4% plus im November sind nur der I-Punkt der Performance. Allen voran Siemens Energy, Rheinmetall oder das Schwergewicht SAP, das mittlerweile eine höhere Marktkapitalisierung als alle deutschen Autobauer zusammen hat, sind die Zugpferde bei unseren Lieblingsnachbarn gewesen. Zinsen und Renditen liefen parallel. Während der Trump-Effekt auf bessere Konjunktur zu mehr Schulden, damit zu höheren Renditen und zu steigender Inflation führen sollte, wurden als Konsequenz Zinssenkungen ausgepreist, wodurch aktuell nur noch 3 FED-Senkungen erwartet werden. Das europäische Konjunkturbild ist nach wie vor gedämpft. Wobei auch hier stellt sich die Frage, kann es überhaupt noch tiefer gehen? Für die EZB bedeutet das aber weiterhin 6 Senkungen bis zum Sommer. Der gestiegene Dollar ist das Ergebnis aus der Summe einer höheren Zinsdifferenz, höherer US-Realrenditen und einer besseren Konjunkturerwartung. Die letzte Woche im November, besser bekannt als Black Week, Black Friday oder Cyber Monday, waren durchaus erfreulich, wenn man sich die Mastercard-Spending-Daten ansieht. Im Vergleich zum Vorjahr kam es zu einer Steigerung von rund 3,4%, während bei den Geschäften da ein kleines Plus zu verzeichnen war, ist der Onlinehandel wieder zweistellig gewachsen. Also ein zuversichtliches Signal. Dazu passen auch die US-Einkaufsmanager-Daten für die Industrie. Das ist die linke Grafik. Dort sind die Preise gesunken, die neuen Aufträge waren positiv taxiert. Etwas vorsichtiger sollte man sein mit dem Lageraufbau. Ja, das ist Produktion, aber auf Halde. Und somit müssen die Produkte auch irgendwann verkauft werden. In Europa signalisieren die europäischen Autoverkäufe Stagnation, während Industrieaufträge und auch der Einzelhandel querbeet eine leichte Verbesserung erfahren. Ist das die erhoffte Bodenbildung für Europa? Vielleicht noch ein Wort zu Frankreich. Die Minderheitsregierung in Frankreich suchte Zustimmung zu ihren Budgetvorschlägen. Hier fängt die Haarspalterei an. Denn teilweise gab es diese, jedoch auf der anderen Seite gab es auch unerfüllte Wünsche von der Opposition. Und deswegen wird es heute im Laufe des Tages noch die Vertrauensfrage geben. Wenn die scheitert, war es das mit der aktuellen Regierung. So die Kurzform. Präsident Macron kann dann einen neuen Premierminister bestimmen, um eine neue Regierung zu bilden. Neuwahlen sind bis Juli ausgeschlossen, laut französischer Verfassung. Wenn das alles nichts fruchtet, wird es vielleicht zu einem Shutdown bei den Franzosen kommen und die Führung wird durch den Präsidenten erfolgen. Der Markt hat das aber relativ entspannt entgegengenommen. Es gab keine Ansteckung auf Staatsanleihen, die Risikoaufschläge gegenüber Deutschland sind auf 0,8% gestiegen. Kommen wir zu den Energiepreisen, Öl. Spannend wird es morgen Donnerstag bei der OPEC-Plus-Sitzung. Wie zuletzt dreht sich alles um die Frage, werden Förderkürzungen verlängert? Das allgemeine Bild zeigt, dass die Konjunktur und da speziell China mau bleiben und somit keine zusätzliche Nachfrage zu erwarten ist. Länder wie der Irak, Russland oder Kasachstan haben ihre Kürzungen eingehalten, womit der Zusammenhalt innerhalb der OPEC gestärkt wurde. Eine Produktionsausweitung würde unweigerlich zu sinkenden Preisen und zu sinkenden Einnahmen führen. Saudi-Arabien wird somit einer Verlängerung der bestehenden Kürzungen um 3, vielleicht auch um 6 Monate zustimmen. Wie ihr in der Grafik seht, hat sich der Gaspreis im heurigen Jahr mehr als verdoppelt. Das ist die grüne Linie. Der Anstieg im November hat mit der Kündigung der Lieferverträge durch die ÖMV wohl auch zu tun.
Unser Experte Hannes Loacker hat mir 3 Punkte mitgegeben, warum der Preisdruck bei Gas nicht weiter zunehmen sollte. Zum einen, die Lager sind zu 80-90% gefüllt. Das ist zwar etwas weniger als im letzten Jahr, aber immer noch in Ordnung. Die Gasmenge, die im November durch den Knoten Baumgarten geflossen ist, also Gas aus Russland, war ähnlich hoch wie letztes Jahr. Und der Preis für das US-LNG-Gas ist nach wie vor relativ niedrig, was zu günstigen Importen aus Amerika führen würde. Also entspannt bleiben. Ein weiterer politischer Hotspot hat sich mit Korea aufgetan. Der Markt hat es gelassen genommen. Derzeit ist es noch zu früh, um Auswirkungen auf den Automobil- und Technologiesektor zu kennen. Wir bleiben am Ball. Am Freitag gibt es noch den US-Arbeitsmarkt. Da werden wir genau drauf schauen. Und von mir bleibt euch noch eine erfolgreiche Woche zu wünschen. Für die brav waren, kommt der Nikolaus. Und ansonsten gesund bleiben, euer Larry.